Wenn Menschen an den Untergang Roms denken, stellen sie sich oft die Barbaren vor, die die Tore stürmen, die zerfallenden Legionen oder die vergifteten Kaiser in Marmorpalästen. Doch Imperien zerbrechen nicht nur durch äußere Angriffe. Sie verfallen von innen, und eine der zerstörerischsten Kräfte ist immer das Geld. Rom stürzte nicht nur wegen Invasion oder Korruption. Es fiel, weil seine Währung zusammenbrach. Und die Lektionen aus diesem Untergang sind auch heute noch für jede moderne Wirtschaft von Bedeutung, die glaubt, mit Geld zu spielen und damit ungeschoren davonzukommen. Erinnern wir uns an die Szenerie. Über Jahrhunderte hinweg war der wirtschaftliche Lebensnerv Roms der Silberdenar, der erstmals etwa 200 Einhunderte vor Christus. Christus geprägte Denar war fast reines Silber und wurde im gesamten Imperium und darüber hinaus als vertrauenswürdige Währung akzeptiert. Römische Soldaten erhielten ihr Gehalt in dieser Form. Händler verlangten sie und gewöhnliche Menschen bewahrten ihr Vermögen dort auf. Der Denar war nicht nur Geld, er war in Metallform ein Vertrauen. Die Macht des Imperiums und der Wert der Münze waren miteinander verbunden. Solange die Menschen an Rom glaubten, glaubten sie auch an sein Geld. Aber ein Imperium zu regieren ist teuer. Die Legionen mussten bezahlt, Straßen und Aquädukte gebaut und Kriege finanziert werden, im 2. Jahrhundert vor Christus. Christus begann Rom an Kraft zu verlieren, da es seine Grenzen gegen germanische Stämme, die Parther im Osten und innere Unruhen verteidigen musste. Die Steuereinnahmen konnten mit den Militärausgaben nicht Schritt halten. Deshalb griffen die Kaiser zu einem erstaunlichen Trick, der Entwertung. Anstatt den Bürgern höhere Steuern aufzuerlegen, senkten sie den Silbergehalt des Denars. Die Zahlen erzählen die Geschichte. Unter Kaiser Augustus, der zu Beginn des Imperiums regierte, bestand der Denar zu etwa 95% aus Silber. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts, unter Kaiser Caracalla, war er auf etwa 50% gesunken. Mitte des 3. Jahrhunderts, unter Kaiser Gallienus, enthielt der Denar weniger als 5% Silber. Eine Münze, die einst aus massivem Metall bestand, war zu einem bronzenen Stück mit Silberüberzug geworden. Die Menschen sahen und spürten den Unterschied. Die große Inflation brach aus. Die Preise schossen in die Höhe, weil das Geld seinen wahren Wert nicht mehr wert war. Eine Einheit Weizen, die einst einen einzigen Denar kostete, konnte plötzlich Dutzende kosten. Das war keine abstrakte Theorie. Sie zerstörte das Leben der einfachen Römer. Soldaten verlangten höhere Löhne, um die steigenden Kosten zu decken. Händler nahmen keine entwerteten Münzen mehr an und zogen Tauschhandel oder Bezahlung in Gold vor. Die lokalen Volkswirtschaften kehrten zum Direkthandel zurück, weil man der Währung kein Vertrauen mehr schenkte. Und je mehr Vertrauen verloren ging, desto billiger druckten die Kaiser Münzen in der Hoffnung, dass die Menge den Wert ersetzen würde. Es war ein Teufelskreis, derselbe Kreislauf, der sich seither in zahllosen Inflationen wiederholt hat. Die Krise erreichte ihren Höhepunkt während der sogenannten Krise des 3. Jahrhunderts. Zwischen 235 und 284 vor Christus. Christus erlebte Rom fast 50 Jahre der Finsternis, Invasionen, Seuchen, Bürgerkriege und wirtschaftlicher Zusammenbruch. Kaiser kamen und fielen in schwindelerregendem Tempo, und manchmal regierten sie nur wenige Monate, bevor sie ermordet wurden. Hinter diesem politischen Drama verbarg sich ein kaputtes Wirtschaftssystem. Steuern wurden in zunehmend entwerteten Währungen erhoben. Bauern weigerten sich zu zahlen und ihr Land aufzugeben. Das Handelssystem bröckelte. Die römische Regierung versuchte mit verzweifelten Maßnahmen, das System am Laufen zu halten. Von Preiskontrollen bis hin zu Zwangsarbeit. Kaiser Diokletian versuchte dem entgegenzuwirken. Im Jahr 301 nach Christus. Christus erließ er das Höchstpreisedikt, das die Preise für über 1000 Güter und Dienstleistungen festlegte, vom Getreide bis zum Arbeiterlohn. Wer gegen dieses Edikt verstieß, dem drohte der Tod. Das Edikt war toter Buchstabe. Als Geld selbst wertlos war, konnten die Preise nicht per Dekret kontrolliert werden. Der Schwarzmarkt erreichte seinen Tiefpunkt und der offizielle Handel kam praktisch zum Erliegen. Die Menschen lernten schnell, dass das Gesetz eine kaputte Münze nicht reparieren konnte. Schließlich gab Rom den Denar vollständig auf. 312 BC. Christus führte Konstantin der Große den Solidus ein, eine Goldmünze von gleichbleibend hohem Reinheitsgrad. Dies verlieh dem Oströmischen Reich,
dem Byzantinischen Reich, eine gewisse Stabilität und hielt viele Jahre lang an. Zu diesem Zeitpunkt war das Weströmische Reich jedoch bereits stark geschwächt. Die Abwertung des Denars hatte Roms Finanzzentrum erodiert. Armeen waren nicht mehr handlungsfähig, Handelsnetzwerke wurden zerstört und das Vertrauen untergraben. Der Zusammenbruch Roms war kein einmaliges Ereignis, sondern ein langer Prozess des Zerfalls, dessen Höhepunkt der Währungsverfall war. Was bedeutet das für uns heute? Es bedeutet, dass das Verschwinden des Geldes immer auch das Verschwinden von Imperien bedeutet. Rom glaubte, sein Volk täuschen zu können, indem es Münzen druckte, die zwar gleich aussahen, aber weniger inneren Wert hatten. Moderne Regierungen glaubten, dasselbe durch den Druck von Papier, die Manipulation von Zinssätzen oder die Inflation von Schulden erreichen zu können. Doch das Ergebnis ist immer dasselbe. Das Volk zahlt den Preis, Wohlstand geht verloren und das Vertrauen erodiert. Rom hat diese Lektion auf die harte Tour gelernt, und wenn wir sie ignorieren, werden wir es auch tun. Die Geschichte hat auch nach Rom nicht aufgehört zu lehren. Jede größere Inflationskrise seither wiederholte denselben Zyklus. Regierungen werteten Währungen ab, um ihre Kosten zu decken, Wohlhabende sicherten sich mit Sachwerten ab, und der einfache Bürger war ruiniert. Die römische Währungskrise ist das früheste Beispiel dafür, ein Musterbeispiel für einen Zusammenbruch. Im 20. Jahrhundert waren die Auswirkungen verheerend. Nach dem Ersten Weltkrieg sah sich Deutschland im Rahmen des Versailler Vertrags mit erdrückenden Reparationszahlungen konfrontiert. Die Regierung druckte Mark, um ihre Verbindlichkeiten zu decken, so wie einst Rom mehr Münzen druckte, in der Hoffnung, damit seine Schulden abbezahlen zu können. Bis 1923 hatte die Hyperinflation Lawinengefahr ausgelöst. Die Schulden, die vor dem Krieg eine Mark pro Laib Brot gekostet hatten, waren bis zum Herbst desselben Jahres auf über 200 Milliarden Mark angeschwollen. Die Menschen fuhren ihre Gehälter in Schubkarren nach Hause. Rentner hungerten, da ihre Ersparnisse dahinschmolzen. Wie in Rom wurden die Schulden derjenigen mit Schulden durch die Inflation getilgt. Diejenigen mit Sachwerten, Land, Fabriken, Devisen gingen gestärkt daraus hervor. Geld wurde sinnlos wertlos. Und die wirtschaftliche Verzweiflung schürte den politischen Extremismus, der Hitlers Aufstieg ebnete. Simbabwe folgte Anfang der 2000er Jahre diesem Beispiel. Angesichts von Landraub, sinkender Produktion und steigender Verschuldung war die Regierung gezwungen, Geld zu drucken. Bis 2008 erreichte die Inflation erschreckende 89,7 Trilliarden% jährlich. Die Preise verdoppelten sich täglich. Die Geschäfte konnten ihre Etiketten nicht schnell genug ändern. Schließlich schaffte Simbabwe seine Währung vollständig ab und zwang die Bürger, in US-Dollar oder südafrikanischen Rand zu handeln. Wieder einmal glaubte die Regierung, die Wahrheit verschleiern zu können. Doch leider zahlte die Bevölkerung den Preis dafür. Doch man muss nicht nur die Extreme betrachten. Selbst in modernen Industrieländern lebt das römische Modell fort. Denken wir an die Vereinigten Staaten. 1971 löste Präsident Richard Nixon den Dollar vom Goldstandard und zerstörte damit die letzte Verbindung zwischen der Währung und einem greifbaren Anker. Von diesem Moment an wurde der Dollar zu dem, was Ökonomen Fiat-Geld nennen. Es basierte nicht auf Gold, sondern auf dem Vertrauen in die Regierung. Und genau wie in Rom wurde die Versuchung, über seine Verhältnisse zu leben, unwiderstehlich. In den folgenden Jahrzehnten stiegen die Schulden, die Geldmenge wuchs und die Inflation entwickelte sich zu einer ständigen Unterströmung. Zwar gab es keine Geldsäcke, aber dennoch einen stetigen Kaufkraftverlust. Für einen Dollar konnte man 1971 heute mehr kaufen als für $6. Die Münzen sehen gleich aus, die Banknoten sehen gleich aus. Aber ihr Wert ist längst verschwunden. Das Geheimnis ist immer dasselbe. Regierungen tarnen Inflation als Wachstum. Sie erzählen den Bürgern, höhere Löhne bedeuteten Wohlstand, obwohl die Kosten schneller steigen. Sie stellen Schulden als Investition dar, obwohl sie Konsum finanzieren. Sie verweisen auf steigende Aktienmärkte als Beweis für Wohlstand, obwohl die meisten Menschen kaum oder gar keine Aktien besitzen. Wie die römischen Kaiser ziehen sie still und heimlich
Wert aus jeder Münze, jeder Banknote, jedem Gehaltscheck, während sie behaupten, es habe sich nichts Grundlegendes geändert. Was dies heute gefährlich macht, ist das globale Ausmaß. Der Zusammenbruch Roms war eine imperiale Krise. Die Hyperinflation der Weimarer Republik war national. Die in Simbabwe war lokal. Doch heute ist die ganze Welt überschwemmt von Fiat-Geld, massiven Schulden und Zentralbanken, die beim ersten Anzeichen einer Krise Billionen von Dollar drucken. Das bedeutet, der nächste Zusammenbruch wird nicht auf ein einzelnes Reich oder Land beschränkt bleiben. Sie wird sich weltweit ausbreiten. Und wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, werden nicht die Eliten mit den Vermögenswerten die Leidtragenden sein, sondern die Millionen, die auf Gehälter, Renten und Ersparnisse in zunehmend fragilen Währungen angewiesen sind. Was also sollten Sie als Mensch aus der Währungskrise Roms lernen? Erstens. Verstehen Sie fest, dass Inflation kein Zufall ist. Sie ist eine Taktik. Sie ist die stille Steuer, die seit 2000 Jahren Imperien zerstört. Zweitens. Machen Sie sich klar, dass wahrer Reichtum nicht in Zahlen auf Papier oder einem Bildschirm zu finden ist, sondern in Vermögenswerten, die ihren Wert behalten, wenn Geld wertlos ist. Land, Fähigkeiten, produktive Unternehmen, Ressourcen. Drittens. Ist Stabilität vergänglich. Die Römer des 1. Jahrhunderts hätten gelacht, wenn man ihnen gesagt hätte, dass ihr Geld eines Tages wertlos sein würde. Die Deutschen im Jahr 1913 hätten über die Idee einer Schubkarre gespottet. Es schwimmt im Geld. In den 1980er Jahren dachten die Simbabwer, ihre Unabhängigkeit verspreche Wohlstand. Doch jedes Mal spielte sich die gleiche Geschichte ab. Der Untergang Roms erinnert uns daran, dass Finanzsysteme zusammenbrechen können, erst langsam, dann plötzlich, wenn das Vertrauen schwindet. Wenn Geld nicht mehr funktioniert, beginnt die Gesellschaft selbst zu zerfallen. Verträge werden gebrochen, der Handel bricht zusammen, Armeen zerfallen und Regierungen verlieren ihre Legitimität. Die Barbaren vor den Toren mögen ihren Job erledigen, aber der wahre Mörder lauert immer in der Staatskasse. Und hier ist der Clou. Geschichte wiederholt sich nicht, aber wenn man sie nicht versteht, wird sie einen trotzdem erdrücken. Bei der römischen Währungskrise ging es nicht nur um böse Kaiser oder gierige Eliten. Es ging um die Fragilität des Geldes, wenn es von der Macht missbraucht wird. Und diese Fragilität ist nie verschwunden. Wenn Ihnen das die Augen für eine andere Perspektive geöffnet hat, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Die Geschichte kennt tatsächlich die Antworten und ich werde Ihnen in meinen nächsten Videos zeigen, wo Sie suchen müssen.